Okay, meine Freunde. Ich habe es euch versprochen und ja, wir machen das jetzt, aber wir machen das ein bisschen anders, als wir es bisher gemacht haben. Wir machen jetzt kein algorithmus-optimiertes Video. Ihr könnt mich gerne zur Seite legen und mir einfach ein bisschen zuhören und mir vor allem eure Meinung dazu schreiben. Denn ja, ich glaube, das Video hier ist wahrscheinlich das, was am allermeisten von einer Diskussion lebt. Ich möchte mit euch drüber reden, was für die IT in den nächsten 1 bzw. sogar 3 Jahren auf uns zukommt, anhand von dem, was wir aktuell wissen. Wichtig ist, ich habe keine Glaskugel, aber ich habe zumindest die Szene über AI sehr, sehr tief im Blick. Ich stelle bei weitem nicht alles vor, was ich hier teste, was ich an Papern lese, was ich an Tools mir anschaue. Und ja, das geht an diese eine Person, die mir gesagt hat, dass ich dieses AI-Videotool nicht kannte. Doch, ich habe es mir angeguckt, aber es war halt einfach, war nicht so relevant. Sonst würden die Videos noch länger werden. Aber ja, worum geht es hier eigentlich? Mich haben ein paar von euch angeschrieben, also die eine Fraktion hat gemeint, hey, O1 Pro fühlt sich nicht so krass an, ich würde im Leben keine 200 € dafür bezahlen. Die anderen haben mir geschrieben, okay, und wer braucht jetzt wieder ein Video, um aufgemuntert zu werden, dass Programmierer nicht überflüssig werden? Und ich will mal so ein bisschen beide Lager beleuchten. Ich habe, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ich habe mit dem neuen ChatGPT O1 Pro eine Android-App, beziehungsweise eine Flutter-App, muss genau sein, aber ich habe sie nur für Android deployed, komplett from scratch entwickelt und die wird aktuell von Google reviewed, sie ist noch nicht da, sie wird aber wahrscheinlich rauskommen. Und ja, das ist nur eine von den Sachen, die ich mir angeguckt habe, beziehungsweise die ich getestet habe und überprüft habe. Und ich weiß, viele reden gerade eher von Sora und von Bildgenerierung und was weiß ich was alles, aber ich finde, wir unterschätzen, wie wichtig Text in unserem Leben ist. Und das meint selbstverständlich vor allem Programmieren, weil Code ist das, was wir nicht deterministisch, also mit KI generieren können, was dann aber deterministisch immer dasselbe tut. Eine KI macht nicht immer dasselbe. Wenn ich einer KI sage, ey, bau mir YouTube nach, dann kriege ich jedes Mal ein anderes Ergebnis. Während wenn ich einmal YouTube habe und das ausführe und starte, dann kommt da immer dasselbe raus. Das ist die Brücke zwischen klassischer Software und diesem neuen Ding, was niemand so richtig greifen kann, was aber auch gleichzeitig Fehler macht und unzuverlässig ist, nämlich KI. Und deswegen, ich glaube, wir unterschätzen, wie heftig das ist, wenn man plötzlich Software einfach entwickeln lassen kann. Klar, das geht auch schon. Und genau deswegen haben ITler klassischerweise oder gerade Softwareentwickler gerade so ein unfassbar hohes Gehalt, weil sie Software entwickeln können, die Prozesse versteht und dann automatisiert, die anderen Menschen quasi Arbeit abnimmt. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo uns eben auch Arbeit abgenommen ist. Ich denke, es ist ganz klar, und das wurde jetzt auch schon mehrfach von den großen Unternehmen gesagt, vor allem von OpenAI und Anthropic, glaube ich auch so ein bisschen, Google auch, dass sie an AGI, also in allgemeiner künstlicher Intelligenz arbeiten. Und ich glaube, euch muss ich nicht erzählen, was da die Definition ist. Ihr seid da technologisch wahrscheinlich auch genug drin. AGI meint nicht eine perfekte KI, das wäre eine ASI, also Artificial Superintelligence. Ihr kennt das Paper wahrscheinlich von Google. Aber AGI meint, dass es besser ist als, ja, in einer Vielzahl von Aufgaben besser ist als ein menschlicher Experte. Und was Text angeht, haben wir genau das bei O1 Pro bekommen. Programmieren ist O1 Pro besser als ich, weil es kann mehr Sprachen, es ist deutlich schneller und fairerweise, es macht auch weniger Fehler, vor allem weniger Leichtsinnsfehler. Und meine Arbeit an dieser App sah hauptsächlich so aus, und übrigens auch an der anderen Software, an der ich noch geschrieben habe, sah auch so aus, dass ich einfach gesagt habe, hier, das sind meine Dateien. Ich habe zum Beispiel einfach Tree ausgeführt im Terminal und habe dann gesagt, hier, die Dateien habe ich, welche brauchst du, um den Issue hier zu fixen? Ich habe ein Issue gehabt, also eine schöne Fehlerbeschreibung, was genau ist da eigentlich, und habe dann gesagt, welche Dateien brauchst du, und hat mir die Dateien gesagt, und dann habe ich genau diese Dateien reingegeben, habe genau die Antwort rausbekommen, die ich wollte. Und diese Art Workflow, die habe ich mir nicht überlegt, das wäre schön, da wäre ich sehr stolz drauf, aber die funktioniert verdammt gut. Und die habe ich geklaut von GitHub Copilot Workspaces. Total dummer Name an der Stelle mal ganz kurz. Microsoft kann es einfach nicht. Wer es nicht wusste, GitHub gehört zu Microsoft und Copilot dementsprechend auch.
So, Copilot ist drastisch veraltet, weil es benutzt immer noch, soweit ich das zumindest beurteilen kann, GPT-4, was nicht mal ansatzweise mit O1 oder gar O1 Pro oder auch nur O1 Mini mithalten kann. Nicht mal ansatzweise. Aber nehmen wir einfach mal für einen Moment an, dass wir im nächsten Jahr das Jahr der AI-Agents haben, was ich persönlich stark vermute. Dann wird zum Beispiel in eine Entwicklungsumgebung, also eine IDE, wird O1 Pro zum Beispiel eingebaut. Und dann kann ich einfach sagen, okay, mach mal für mich. Und das funktioniert dann zum Beispiel so wie GitHub Copilot Workspaces, was genauso funktioniert, wie ich das gerade gesagt habe. Wir schreiben einen Issue, der ist auf GitHub, dann sagen wir Copilot Workspaces, ey, mach mal, fix mal den für mich. Dann pickt es sich die Dateien raus, wir müssen das bestätigen, dann repariert es die Dateien, also schreibt sich einen Plan und entwickelt Code und wir müssen das bestätigen und dann wird es rein gepull-requested und wir können das mergen, wenn wir das wollen, wenn wir zum Beispiel nochmal drüber laufen lassen. Den Prozess kann man so eigentlich übernehmen. In vielen, vielen Fällen. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist das, was Devin tut und was ich auch gemacht habe. Nämlich, wenn ein Fehler anschließend nach dem Mergen bei rauskommt, dann geben wir den Fehler zurück an die KI und sagen, hey, da ist was schiefgegangen. Weil die KI macht durchaus noch Fehler, wie wir Menschen übrigens auch. Wenn ich jemals eine App ohne Fehler entwickelt habe, dann war ich sehr skeptisch. Und in den meisten Fällen habe ich danach noch einen gefunden. Aber es kam vielleicht eine Handvoll Mal vor, dass ich irgendein Feature oder irgendwas entwickelt habe, ohne dass ich einen Fehler danach produziert habe. Das ist selten. Bei KI ist es nicht anders. Und dann geben wir den Fehler zurück und dann wird er gefixt und plötzlich haben wir eine fertige Software. So habe ich mit O1 Pro tatsächlich diese App entwickelt. So, jetzt würde das bedeuten, wenn wir das jetzt auf Copilot Workspaces übertragen und nehmen wir an, das funktioniert wirklich nahtlos und genau das ist das, woran eigentlich gearbeitet wird, dann landen wir in einer Welt, wo wir AGI haben und wenn wir das schaffen, dann sind wir, also AGI im Sinne von, klar, wir brauchen noch dieses Vorschauende, das Planende und welche Features wollen wir eigentlich und was sind eigentlich die Issues, das muss aktuell noch ein Mensch machen, aber wenn wir das schaffen, landen wir in einer, zumindest wird das die ganze Zeit so prophezeit, in einer Post-Scarcity-World, vielleicht schon mal gehört, wo nichts mehr wirklich knapp ist, wo wir alle Abundance haben und so. Egal, bis wir da landen, der Weg dorthin könnte, wenn wir das schaffen, könnte der Weg trotzdem sehr steinig werden. Deswegen, da will ich gar nicht weiter drüber reden, das wird auch nicht in den nächsten 3 Jahren passieren. Aber woran definitiv gearbeitet wird, ist, dass GitHub Copilot Workspaces uns quasi das Coding an sich abnimmt und wir uns eigentlich hauptsächlich um das Drumherum kümmern müssen. So, jetzt habe ich ein paar von euch gehabt, die mir gesagt haben, ey, die App, die ist zwar schön und gut, aber die fängt nicht wirklich die Komplexität von echter Software ein. Und dem gebe ich recht. Man muss an echter Software wahrscheinlich noch einiges an Komplexität draufrechnen, aber wenn ich das Ganze mir so angucke, dann ist das teilweise auch dem geschuldet, dass wir sehr, sehr viel mit Legacy zu tun haben und eigentlich die Software einfacher sein könnte und sie nie einfacher gemacht wurde und niemals modularisiert wurde. Denn ein großes Prinzip, das man ehrlicherweise auch im Studium lernt, ist Divide and Conquer bei Softwareentwicklung. Divide and Conquer bedeutet, wir teilen die Software in so kleine Häppchen, wie wir nur irgendwie können, sodass wir die verarbeiten können. Und genau so funktioniert das. Möglichst least surprise, dass wir direkt wissen, ey, die Datei muss ich jetzt wahrscheinlich anfassen. So arbeitet ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Software entwickelt. Und genauso arbeitet eigentlich eine moderne Software. Man teilt auf, man hat plötzlich zum Beispiel im Backend sehr, sehr kleine APIs. Die sind teilweise deutlich kleiner als das, was ich als App hatte. Manchmal vielleicht ein bisschen größer, aber die Größe war fairerweise bei meinem Projekt nie ein Problem. Und wenn ihr eine Datei habt, die mehr als 500 Zeichen hat, dann habt ihr eigentlich schon einen Code-Smell. Das ist eigentlich schon schlecht. Und in meinem Beispiel, ich bin an so 400 Zeilen mal rangekommen, aber niemals drüber, weil die KI von sich aus gesagt hat, ich teile das auf. Und auch da hatte ich nie ein Problem. Und wenn ich für ein Feature mehr als eine Handvoll Dateien eigentlich anfassen muss, habe ich auch schon fast einen Code-Smell und müsste eigentlich refactoren. Auch das kann ich mit KI theoretisch machen. So, dementsprechend das Argument, dass die App nicht ganz so komplex ist, wie sie sein sollte, dem stimme ich nur so halb zu. Vielleicht muss man traditionelle Software, fairerweise, ich weiß, dass die einfach noch nicht modularisiert wurde oder noch nicht aus Legacy rausgepusht wurde, aber fairerweise wäre das erstmal das Erste, was man machen müsste und dann geht's einfacher. Und dann kann man auch mit KI sinnvoller entwickeln und gerade da lohnt es sich noch viel, viel mehr.
weil Menschen können damit auch nicht gut arbeiten. So. Und genau, das ist natürlich so ein Thema, daran wird gearbeitet. Und das ist was, das wird auf uns zukommen und ich vermute eher schneller als langsamer. Wenn ich mir angucke, wie gut eigentlich O1 Pro im Programmieren ist, dann heißt das für mich eigentlich, wenn ich das in eine IDE einbette und wenn es das kann, dann wird das kommen nächstes Jahr. Wenn ich das einbette, dann kann das für mich Software entwickeln, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ich muss noch Dinge selber tun und genau das will ich jetzt mit euch mal ganz kurz sagen. So, mich hat die Frage erreicht, soll ich mein Studium abbrechen? Auf gar keinen Fall, zieh's durch. Mich hat die Frage erreicht, lohnt es sich nicht mehr zu programmieren? Auf jeden Fall lohnt es sich noch, Programmieren zu lernen. Warum, das erfährst du sofort, aber hör nicht auf, es zu lernen. Und wo wir es gerade vom Programmieren haben, ich habe einen neuen Bildschirm, den ich von unserem heutigen Partner BenQ zugeschickt bekommen habe. Das ist der RD280 und wie alle Bildschirme der RD-Reihe ist er speziell fürs Programmieren optimiert worden und alles, was Code oder Text ist. Und ich merke das wirklich. Ihr seht hier einen Vergleich von meinem Bildschirm, den ich auf der linken Seite habe und dem neuen Bildschirm und es ist ein krasser Unterschied, wenn man den Code so schön sehen kann. Ich finde das super angenehm. Dazu kommt eine automatische Erkennung, ob es gerade dunkel oder hell ist, wonach er entweder die Helligkeit erhöht oder sogar einen Blaulichtfilter draufpackt für abends. Aber auch das Seitenverhältnis ist besonders, denn er ist im 3:2 Seitenverhältnis, nicht im 16:9. Und ehrlich gesagt, mir gefällt das sehr, sehr gut, weil man dadurch einfach in der Höhe ein bisschen mehr Platz hat und mehr sieht. So viele Sachen wie zum Beispiel ein Terminal werden unten einfach in vielen IDEs abgelegt und das geht so wunderbar klar. Plus natürlich Anschluss über USB-C, über Daisy Chain, über DisplayPort, über HDMI, was auch immer ihr wollt, lässt natürlich die 4K-Auflösung mit IPS-Panel ordentlich poppen, auch beim Zocken übrigens. Und 60 Hertz sind da wundervoll dafür. Also ganz ehrlich, von meiner Seite aus eine fette Empfehlung für einen Bildschirm. Ich genieße es richtig, damit zu arbeiten. Arbeiten, ja natürlich. Plus habe ich erwähnt, dass er hinten auch noch eine kleine Beleuchtung hat. Also wenn euch das Ganze gefällt, unten in der Beschreibung ist ein Link zu diesem Bildschirm. Probiert ihn super gerne aus. Ich persönlich kann das echt nur empfehlen. Okay, also was heißt das jetzt genau für uns? Nun, wenn wir damit arbeiten, wenn wir so eine KI haben, die für uns quasi einen Code entwickelt, wir müssen trotzdem gelegentlich noch eingreifen und was reparieren. Wir müssen uns aber vor allem damit auseinandersetzen, was wollen wir? Was wollen wir in der Verwaltung haben? Was genau machen wir? Und das bedeutet, wir sind eigentlich mehr Projektmanager. Das ist tatsächlich vielleicht ein Downgrade für den einen oder anderen. Für den anderen oder anderen ist es vielleicht ein Upgrade. Die Möglichkeiten, die wir aber damit haben, sind immens. Und ich persönlich predikte einen im besten Fall starken Anstieg von Open Source Software in den nächsten 3 Jahren. Und deswegen habe ich da auch schon tatsächlich ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Weil, naja, was genau ist denn eigentlich Closed Source dann überhaupt noch? Wo ist da noch der Sinn dahinter? Wenn Code schreiben plötzlich schneller geht als zuvor, man kann besser zusammen an was arbeiten, an einem Projekt, und man kann aber seine eigenen Projekte auch einfach hochladen und andere können theoretisch mitmachen. Das muss natürlich stark überprüft werden und das ist genau die Schwierigkeit, die gerade auf die Open-Source-Welt zukommt. Ich habe da auch schon ein paar Artikel gelesen, dass jetzt KI-generierte Fehlerberichte reinkommen und so weiter und so fort. Was es leider nicht einfacher macht. Aber im Grunde genommen ist das Entwickeln von Software jetzt so offen und zugänglich wie noch nie zuvor. Weil wir plötzlich die Möglichkeit haben, ohne allzu tiefe Kenntnisse uns zumindest damit zu beschäftigen. Und ich habe genau dieses Erlebnis bei der App gehabt. Ich kannte mich davor nur sehr, sehr, sehr wenig mit Gradle aus. Gradle ist das Ding, was im Endeffekt Android-Apps aus Flutter-Code baut oder aus normalem Code baut. Und ich habe damit ein bisschen gearbeitet, aber in meiner Erfahrung hat es immer ganz gut funktioniert, einfach so von Haus aus. Und bei dem Projekt nicht. Und genau hier hat mir eben die KI sehr, sehr viel erstmal erklärt, was eigentlich Gradle tut und es dann für mich tatsächlich repariert. So konnte ich mich einarbeiten. Das bedeutet, momentan ist nicht die schlechteste Zeit, um Programmieren zu lernen, sondern eigentlich die zugänglichste für alle.
Und man braucht es halt an manchen Stellen immer noch. Wenn ich einen Code habe und ich weiß gar nicht, wie ich eine Datei editiere oder was es genau ist, dann bringt mir das relativ wenig. Ich muss mich vor allem mit den Technologien auseinandersetzen. Und genau deswegen, nach dem Programmieren, wo man ja eigentlich im Studium zum Beispiel auch nur Grundlagen lernt. Ich habe im Studium maximal Java gelernt und vielleicht ein bisschen C, das war's. Python habe ich mir selber beigebracht, alles was Web angeht, habe ich mir selber beigebracht. Das ist da nicht drin. Und das heißt, im Studium hast du vielleicht ein Modul dazu, oder von mir aus auch 2 oder 3. Und anschließend gehst du in das Verständnis rein. Wie genau funktioniert das eigentlich zusammen? Das heißt, was genau passiert eigentlich in der Maschine? Was genau wird berechnet? Was ist Server? Was ist eigentlich ein Client? Was genau passiert beim Netzwerken? Das kann in der KI immer erklären, aber dann bist du super, super langsam, wenn du das nicht von Haus aus schon kennst. Sprich, du musst erstmal wissen, okay, wie teile ich eigentlich das Ganze auf? Wie arbeite ich eigentlich effektiv mit meinem Code-Ding oder mit meiner Software, die ich vielleicht schreibe oder auch mit der Administration? Was genau will ich eigentlich administrieren? Was könnte eigentlich überhaupt im Hintergrund laufen? Ist da eine Firewall oder was ist denn eigentlich jetzt gerade überhaupt nötig? Klar, sowas kann ich mir teilweise von der KI erfahren, aber genau da drin ist sie eben noch nicht so super, weil sie halt erstmal nur grundlegend alles macht und dann antwortet sie auf Detailfragen. Und genau da, glaube ich, kann gerade ein Informatikstudium noch nach wie vor drastisch helfen. Und das hat als Grundlage erstmal, dass man versteht, wie Algorithmen funktionieren. Und genau deswegen sollte man nach wie vor programmieren lernen. Plus, großer Bonus, es macht einfach auch sehr viel Spaß, wenn man es kann. Und wenn man jetzt einfach schneller coden kann, dann ist das nach wie vor ganz cool. So, aber wir wollten uns der Frage stellen, was genau bedeutet eigentlich diese Möglichkeit, schnell große Anwendungen entwickeln zu lassen, fast schon. Was bedeutet das insgesamt? Wir hatten schon gesagt, einmal Open Source wird vermutlich deutlich, deutlich stärker werden. Und das ist was Gutes. Das heißt, wir müssen uns im besten Fall nicht mehr mit drastischen Trackern rumärgern, die wir eigentlich gar nicht wollen, sondern wir können uns dann einfach auf die genauso gute, kostenlose und offene Alternative verlassen. Das ist doch super. Auf der anderen Seite, wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr in eine Projektmanagement-Rolle rutschen. Und genau das ist das, was eine KI heutzutage auf jeden Fall noch nicht kann. Und ich vermute auch nicht nächstes Jahr können wird. Und auch vermutlich nicht die nächsten 3 Jahre können wird. Zumindest nicht auf dem Niveau. Und nicht ohne menschliche Hilfe. Und das ist jetzt ein Wild Guess. Aber gerade dieses in die Zukunft denken, visionärisch denken, was könnte man noch brauchen? Was könnte man noch machen? Was will ich eigentlich in meinem Alltag haben? Das ist das, was was Sam Altman, also OpenAI-Chef, irgendwann mal als weitere Schritte zu AGI definiert hat. Der hat erstmal gesagt, okay, wir brauchen Chatbots. Das haben wir mit ChatGPT auf jeden Fall. Wir brauchen Reasoning, was OpenAI zumindest sagt, haben sie mit O1 gemacht. Zumindest auf einem soliden Level und naja, fairerweise, so gut ich das beurteilen kann, habe ich das gesehen. Dann brauchen wir AI-Agents, das ist Schritt 3. Das ist genau das, was ich vermute, dass jetzt nächstes Jahr kommen wird. Dann brauchen wir aber auch noch sowas wie Planung und visionärisches Denken und gerade dieses nach außen hin Verwaltungsaufgaben ausführen. Beziehungsweise überhaupt mal zu wissen, was kommt denn überhaupt für mich in Frage. Und genau da kommen wir, glaube ich, drastisch ins Spiel. Aber keine Frage, es wird keine so super angenehme Zeit werden für alle, dieser Umstieg. Also vielleicht für Firmen, die Geld sparen können. Wobei die auch ordentlich Wettbewerb bekommen werden. Denn die haben sich jetzt erstmal teuer was aufgebaut und jetzt kriegen sie Wettbewerb. Und zwar richtig heftigen. Sprich, ich vermute, dass wir auf dem Jobmarkt wahrscheinlich einen ordentlichen Wettbewerb haben werden. Und da muss ich auch tatsächlich einmal ganz kurz online sagen. Und das wird mich persönlich ordentlich treffen. Aber hier auf YouTube wird es wahrscheinlich bald wimmeln von Bots. Also es wimmelt jetzt schon in den Kommentaren von Bots, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die können wir gut unterscheiden von dem, was da sonst noch so passiert. Aber was ich meine, ist natürlich auch KI-generierter Content von irgendwelchen Experten. Das haben wir jetzt schon auf Medium, kriegen wir auf Spotify, das kriegen wir überall. Und ich will meine Sachen, also zumindest das, was ich generiere, werde ich natürlich weiterhin wie immer kennzeichnen. Ihr seht, dass es KI generiert ist, beziehungsweise ich sage es euch dazu. Und
ich an sich werde mir auch was überlegen, wie ihr sicherstellen könnt, dass ich nicht KI generiert bin. Da muss ich mir noch was überlegen, weil, wenn ihr da Ideen habt, super gerne. Ähm, aber ja, hier wird's wimmeln von KI-Content auf Medium, auf LinkedIn, auf Twitter und so weiter, wo man es nicht wirklich gut verifizieren kann, wird es wimmeln von KI-Content. Und der ist ähnlich wie unsere Coding-Fähigkeiten deutlich billiger zu generieren, als wenn ich mich jetzt hier vor eine Kamera setze und wirklich dann meine Erfahrung und all das Wissen, das ich habe, hier für euch zusammenfasse und kondense. Und dann im besten Fall noch von euch mehr Input bekomme, wie ich das jeden Tag über zum Beispiel Instagram-Nachrichten bekomme, die ich dann auch mit einbeziehe in meine zukünftigen Videos. All das ist meine Arbeit. Ja, das ist komplex. Und bei euch ist das genauso. Ihr habt mehr als nur das, was ihr Programmierung nennt. Und genau das unterscheidet euch am Ende von einem KI-Tool. Aber genau das wird zumindest wahrscheinlich nicht so wertgeschätzt wie eure Programmierfähigkeiten. Und das wird sehr, sehr schwierig für uns. Klar, unsere Fähigkeiten, das, was wir lernen, das ist das eine. Aber unsere Erfahrung und das Drumherum, das Wissen über die Software, das Wissen darüber, was Menschen eigentlich brauchen, an Features, an dem, was sie eigentlich haben wollen, das ist am Ende das, was die Issues zum Beispiel definiert. Und wenn ihr von mir aus Code aus den Issues erstellen könnt, dann ist das eine Sache. Aber bis die KI wirklich uns die Issues fertig schreibt, bis sie uns die Ideen gibt, was man alles machen kann, ich glaube, da wird es noch ein bisschen länger dauern. Nichtsdestotrotz wird vermutlich der Trend weitergehen, dass man sagt, hey, ich brauche ja keine Softwareentwickler mehr. Ich kann das ja jetzt alles dem einen geben, der halt einfach nur dieselbe Menge an Features, nur halt langsamer machen wird. Aber genau da, ich hoffe, dass auch ein paar Firmen tatsächlich zuhören, wenn ihr zu denen gehört, die sagen, hey, wir können ja dann einfach ein paar ITler entlassen, wenn die nur coden können, und wir lassen einfach dieselbe Menge an Arbeit von jemand anders machen, dann wird es schwierig für dich als Firma. Weil, wenn Coding plötzlich günstiger wird, dann erwarten die Menschen auch mehr Features, ansonsten wird man vom Wettbewerb einfach verdrängt. Wenn ich dann, sagen wir einfach mal, eine ganz stinknormale App innerhalb von einem Tag selber schreiben kann für ein paar hundert Euro, dann ist die halt auch nur noch so wenig wert. Und warum sollte ich dann eine App voll mit Trackern, voll mit Werbung und so weiter konsumieren, wenn ich mir die einfach für 100 Euro selber schreiben kann? Warum sollte ich dann 1000 Euro dafür ausgeben? Dementsprechend erwarten Menschen von den Firmen mehr Features, dass sie mehr auf die Community achten, dass sie mehr darauf achten, was den Leuten gut tut und nicht nur auf ihre eigenen Profite gehen. Ansonsten werden sie Kunden verlieren. Und wenn man dann ITler einspart, dann hat man nicht die Ressourcen, um genau diese Features zu entwickeln. So, das geht an die Firmen raus, die in diese Richtung tendieren. Auf der anderen Seite, wenn es euch trifft und ihr werdet aussortiert, was ja durchaus vorkommen kann, es wird Firmen geben, die machen das nicht so. Das ist das eine. Und klar, natürlich wird es auch Firmen geben, die einfach unter dem finanziellen Druck leiden. Aber auf der anderen Seite, ihr habt auch immer die Möglichkeit, selber sowas zu bauen. Ihr könnt das auch für euch nutzen. Ihr seid diejenigen, die diesen Wandel vorantreiben. Das bedeutet, ihr könnt selber entscheiden, was ihr verwendet und was nicht. Und da muss ich einmal ganz kurz Richtung Politik auch einen Schlenker machen. Ich weiß, das ist ein eher ungeiles Thema, aber wir können eigentlich, also wir sind in Deutschland, so sind wir einfach mal ehrlich, ich erwarte nichts. Und wenn ich enttäuscht werde, dann mit einem negativen Ding. Ja, sowas wie, hey, wir machen es billiger, Arbeitskräfte zu entlassen. Das ist, oder wir schaffen irgendwie Mindestlohn ab oder solche Dinge halt. Die Dinge, die uns alle auffangen in diesem Wandel, die abzuschaffen, das wäre einfach nur drastisch dumm. Sowas nicht aufzubauen, ist auch drastisch dumm, aber ich erwarte nichts. Und wir müssen damit umgehen. Aber wir können tatsächlich versuchen, zumindest in eine ethische Richtung das Ganze zu bringen. Und ja, das Ding ist, wir müssen das auch mal gesellschaftlich sehen. Wir als ITler sind diejenigen, die
den ganzen Wandel vorantreiben. Ja? Wir implementieren am Ende die Features. Jemand anderes bezahlt uns dafür und wir machen das, weil wir einen Job brauchen. Aber potenziell klauen wir jemand anders damit einen Job. Irgendwann mal in der Zukunft. Und das wird Menschen wütend machen. Und das ist ein Problem. Das werden wir wahrscheinlich abkriegen. Ich vermute persönlich, dass wir irgendwann einen ordentlichen, und ich sehe das auch teilweise schon in meinen Kommentaren und teilweise auch in den E-Mails und Nachrichten, die ich bekomme. Aber ja, wir werden vermutlich einiges an Hass abkriegen, einfach nur, weil wir diesen gesellschaftlichen Wandel möglich machen. Vermute ich. Ich kann es nicht beweisen. Ich kriege ihn jetzt schon ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, es geht euch anders, weil es macht keinen Spaß. Die grundlegende Essenz ist aber ganz einfach, wenn wir es nicht machen, macht es irgendjemand anders, beziehungsweise die Firma bezahlt irgendjemanden dafür oder bildet jemanden aus, der das dann halt macht. Wenn wir das aber selber machen, dann ist es extrem wichtig, dass wir auch dann in die Aufklärung gehen, dass wir das Ganze einbauen und wenn wir es einbauen, dass wir es ethisch richtig machen. Dass wir nicht einfach sagen, okay, wir machen das jetzt, weil wir können es, sondern wir machen es so, dass es auch wirklich einen Mehrwert hat und dass es nicht einfach nur mehr Profit einbringt. Und wir haben da mehr Macht, als wir fairerweise zugeben wollen manchmal. Denn wir haben auch einiges an Einfluss auf die Firma, auf das, was da eigentlich passiert. Wir können sagen, hey, vielleicht ist es nicht ganz so schlau, wenn wir all diese Daten sammeln und dann einfach gucken, welche sexuelle Orientierung eine Person hat. Ne? aka TikTok. Vielleicht können wir auch einfach sagen, nö, das ist vielleicht nicht so schlau, wenn wir das den Leuten verkaufen müssen, die unsere App nutzen, dann finden die das vielleicht doof. Vielleicht verlieren wir dadurch Nutzer. Sollen wir nicht lieber was anderes machen? Und in genau die Rolle vermute ich, dass wir immer häufiger stolpern werden als ITler, weil wir im Endeffekt die Features einbauen. Ist es ethisch, ein Feature einzubauen oder ist es das nicht? Wo setzt ihr die Grenze? Macht euch gerne über die Weihnachtszeit darüber mal Gedanken, weil genau diese Fragen werden auf euch zukommen. Und ja, dann müsst ihr euch überlegen, was davon ihr noch machen wollt und was vielleicht nicht. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen das Ganze abgeklappert. Wir sind jetzt natürlich noch nicht in die hochspezialisierten Gebiete gegangen, sowas wie DevOps oder gerade sowas wie Operations, ja? Beziehungsweise andere Gebiete besser gesagt gegangen. Wir waren jetzt gerade noch relativ lang bei der Softwareentwicklung und genau, es ist klar, dass immer mehr Low-Code, No-Code-Tools kommen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was macht denn überhaupt noch Sinn zu entwickeln an Software und was nicht? Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, Operations ist da auch nicht unbetroffen von. Also gerade sowas wie Server aufsetzen. Ich habe meine letzte Nginx-Konfiguration komplett schreiben lassen und nicht mehr selber geschrieben. Und genau so wird das einfach weitergehen. Das bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, und das merkt man auch, die Cloud-Anbieter, sowas wie AWS, Google Cloud, Microsoft Cloud, die haben Angst, dass sie euch verlieren als Kunden, weil ihr bezahlt ganz gut und wenn ihr euch einfach selber einen Server in den Keller stellt, na, dann haben die nichts mehr davon. Dann habt ihr zwar die Stromrechnung und müsst alles selber machen, aber ihr habt trotzdem die Möglichkeit, euch Gratis-Tools drauf zu installieren. Grafana mal angesprochen oder sowas. Und damit könnt ihr sehr, sehr gutes Monitoring machen. Und viele Dienste sind mittlerweile auch einfach sehr, sehr günstig geworden. All das bedeutet aber auch, dass ihr die Möglichkeit habt, sehr viel leichter euch von zum Beispiel Cloud-Vendor-Login zu befreien. Das heißt, wenn ihr irgendwo drin seid und eure Anwendung ist einfach jetzt stuck, weil ihr so tief in AWS im Ökosystem drin seid, dass ihr nicht mehr rauskommt, naja, jetzt ist es deutlich günstiger geworden, plötzlich zu wechseln, weil man eben die Software leichter anpassen kann. Und so geht das natürlich weiter. Sowas wie Infrastructure as Code. Hey, wenn ich es als Code habe, wir wissen, was mit Code gerade passiert. Ne? Und alles, was irgendwie in Konfigurationsdateien in Text verfügbar ist, was ich nicht manuell irgendwie installieren muss oder vielleicht auch meine Software, meine Installationsskripte und alles, das kann ich alles automatisch besser machen lassen. Dementsprechend Operations hat da auch riesiges Potenzial. Man kann auch sehr, sehr viel mehr selber machen, beziehungsweise dann auch einfach weggehen von großen Anbietern oder von Leuten, die einen nerven, von proprietären Anbietern zum Beispiel. Was an sich was Gutes ist, was aber auch bislang viel, viel zu teuer war und jetzt vielleicht möglich wird. Und da will ich auch mal ganz kurz noch in Richtung Internet an sich gucken und da vielleicht so ein bisschen in Richtung hinten.
wenn wir die Möglichkeit haben, das alles zu machen, dann schiebt sich tatsächlich drastisch wieder das ganze Zeug mehr in unser Zuhause rüber. Das Internet wurde ursprünglich mal gebaut, nicht als jemand hat einen Server und von dort werden tausende Anfragen auf einmal beantwortet, sondern es wurde als dezentrales Ding gebaut. Und das ist jetzt vielleicht meine Hoffnung auch, die da durchkommt, aber ich will sie trotzdem mit euch teilen, damit wir einfach, vielleicht habt ihr ja eine ähnliche Vision und es geht ja gerade um Visionen und wo wir eigentlich hinwollen und wie wir das auch gut machen können, wie wir das ethisch richtig machen können. Und genau, wenn wir uns das Internet von ursprünglich mal, als es entwickelt wurde, anschauen, dann war das einfach so, jeder hatte die Möglichkeit, zu Hause einfach einen kleinen Server hinzustellen und dann war da eine Webseite frei verfügbar für alle. Die Rechenleistung habt ihr. Das ist nicht das Problem. Und fairerweise, wenn ihr einen Solar-Ding auf dem Dach habt und vielleicht eine Batterie noch im Keller oder sonst irgendwas, ey, dann kostet euch der Strom dafür auch nicht viel. Und das ist halt cool, weil dann geht es vielleicht wieder zurück in diese dezentralisierte Richtung, dass man Sachen einfach von zu Hause aus hostet für die Menschen, die man eigentlich zugänglich machen möchte oder für die man das zugänglich machen möchte. Und das finde ich spannend, weil damit könnte man das Internet wieder ein bisschen demokratischer machen und nicht mehr so zentralisiert auf eine Richtung. Mit einer großen Ausnahme, zumindest momentan noch, nämlich genau diese großen Modelle, O1 Pro hier mal als ganz großen Treiber genannt, der das nicht ermöglicht. Weil O1 Pro oder ChatGPT ist nicht offen. Wenn ich da auf andere Modelle zugreife, sowas wie Mixtral, die ich ja auch wirklich zu Hause bei mir ausführen kann, dann ist das deutlich teurer. Und damit ist es noch nicht möglich. Da müssen wir uns noch was überlegen, ob wir da vielleicht eine europäische Version haben wollen oder ob wir da dann auch einfach sagen, hey, wir vertrauen dem oder wir nehmen Llama und nehmen halt in Kauf, dass es ein bisschen schwächer ist. Aber grundsätzlich sind das Möglichkeiten, Chancen, könnte man fast sagen, um das Ganze zu verbessern und nicht nur immer zu verschlimmern. Und ja, es gibt regulatorische Probleme und die habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass die sich irgendwie verbessern. Aber mein Gott, sei es drum. Ich werde jetzt auf jeden Fall im nächsten Jahr schauen, was das für mich alles bedeutet, was ich persönlich machen kann für mich und was ich sinnvollerweise automatisieren kann. Entweder mit KI oder mit ganz normaler Software, die ich vielleicht einfach mit KI schreiben kann. Und ja, möchte euch vielleicht noch ein paar Fragen mitgeben, was vielleicht für euch relevant ist. Wir haben eigentlich, wenn wir uns als ITler ausbilden, nicht wirklich eine Wahl. Ich hatte das große Glück, dass ich über YouTube gestolpert bin und da irgendwie reingerutscht bin und dadurch ein krasser Generalist wurde. Ich kann nichts so tief wie wahrscheinlich die Experten unter euch, aber dafür kann ich sehr, sehr viel, sehr solide, würde ich mal sagen. Ich kann es gut genug. Ich brauche länger als wahrscheinlich die meisten von euch, um irgendwie ein Programm zu schreiben oder ein Skript zu schreiben, weil ich nicht so geübt bin, nicht so tief drin bin. Aber ich krieg's in den allermeisten Fällen hin. Und ich kann mich sehr, sehr gut in Sachen einarbeiten. Viele von euch sind wahrscheinlich Spezialisten, also haben wirklich komplett fortgeschrittene und super, super detailreiche Fähigkeiten in einem ganz bestimmten Sektor. Es mag sinnvoll sein, die zu haben, aber überlegt, ob ihr vielleicht auch noch breiter gehen wollt und mehr abdecken wollt, damit ihr euch leichter anpassen könnt. Denn das ist so ein Thema, was ich merke. Das, was wir können, wird sich immer wieder neu ändern. Und jetzt ist vielleicht gerade Python-Programmierung ordentlich anders geworden und ordentlich schneller geworden, zumindest in meinem Fall, oder auch Flutter-Programmierung. Wer weiß, was mit meinen Cybersecurity-Skills passiert. Wenn ich eine Beratung mache, was ich häufig mache, fairerweise, dann muss ich Menschen Frage und Antwort stehen zu sehr, sehr vielen Fragen, die sie haben. Ich muss Code reviewen, was ich auch teilweise mit einer KI machen könnte und so weiter und so fort. Und da müssen wir uns sehr schnell anpassen und sagen können, okay, und das ist jetzt gerade, das kann KI gut, das kann sie noch nicht so gut und das brauchen wir gerade. Und sich da schnell anpassen zu können, ich glaube, das ist
ja, das ist ein Gamechanger. Wenn man das kann, dann kann man sich auch sehr, sehr gut wertvoll machen. Und wertvoll bedeutet einfach heutzutage immer noch, man hat eben ein festes Einkommen, beziehungsweise grundsätzlich ein Einkommen. Wo wir gerade bei Einkommen sind, für die Leute, die als ITler arbeiten, für euch stellt sich immer wieder die Frage, wollt ihr in fester Anstellung arbeiten oder in Beratung oder Freiberuflichkeit arbeiten? Ich persönlich habe keine große Erfahrung mit Festanstellung. Ich bin eigentlich schon seit ich denken kann selbstständig. Ich hatte zeitweise mal größere Aufträge und zeitweise war ich auch mal angestellt, aber nie so, wie das viele von euch waren oder sind. Und die Frage ist dann natürlich, was bringt das eine mit sich, was bringt das andere mit sich? Das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Das Video sprengt sowieso wieder alle Rahmen. Es tut mir sehr leid. In letzter Zeit wird es mehr so ein Podcast-Style, aber ja, ich glaube, das ist ganz authentisch, wenn ich, sag mir das gerne. Aber ich will euch da auch so ein bisschen das Gefühl geben, ich hänge da mit euch gemeinsam drin und ihr seid nicht alleine, weil, ne, riesige Community hier und wir machen das gemeinsam. Ja, das ist einmal aber eine Frage, die wir nicht beantworten können, glaube ich. Also gerade diese, was ist besser, Festanstellung, wo man dann irgendwann potenziell ersetzt wird oder eben doch unabhängige Beratung, wo man irgendwann vielleicht nicht mehr gebraucht wird. I don't know. Aber bis es dann soweit ist, es gibt immer irgendwas, was getan werden muss, gerade in der IT. Und nehmen wir an, wir haben wirklich diese eine Aufgabe, Coding zum Beispiel, super optimal jetzt gelöst und das läuft einfach vor sich hin. Dann gibt es andere Aufgaben, wie zum Beispiel Leute aufklären. Und wenn wir das gemacht haben oder das zum Beispiel von einer Software machen lassen, dann gibt es weiter andere Aufgaben, wie zum Beispiel, wir müssen in Richtung Forschung denken, damit wir in Richtung Robotik kommen, damit wir auch die Tätigkeiten mit den Händen machen. Solche Sachen, ne? Also es geht immer grundsätzlich weiter. Und da aber zu sagen, okay, ich bin flexibel und ich gehe einfach mit der Zeit und ich bin nicht nur Softwareentwickler oder ich bin nicht nur Systemadministrator, sondern ich gehe einfach mit und schau, was kann ich wirklich noch tun, wird, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein, weil Firmen werden, egal ob wir sagen, dass wir bereit sind dafür, beziehungsweise dass das noch nicht fertig ist oder noch nicht läuft oder auch nicht, die werden versuchen, Geld einzusparen. Das ist, so funktioniert eine Firma, wenn man es realistisch betrachtet. Und auch wenn wir sagen, ey, das ist noch Unsinn, das wird vielleicht trotzdem passieren. Okay, was aber zu diesem ganzen Ding dazugehört, dass wir eben noch, dass wir uns schnell anpassen müssen, ist Weiterbildung. Da will ich euch einmal mit dem Kanal hier so ein bisschen was geben. Also das ist für mich tatsächlich so ein Goal, was ich nächstes Jahr machen möchte. Ich möchte euch immer wieder zeigen, was gerade relevant ist und was ihr vielleicht selber noch vertiefen könnt. Und ich werde nicht alles abdecken können, aber ich werde zumindest probieren, die wichtigsten Sachen abzudenken, immer wieder. Ich will tatsächlich vielleicht wieder mehr so in Richtung Tutorials gehen, aber das, also nicht Tutorial rein, sondern einzelne Tutorials, aber das dürft ihr mir gerne schreiben, was ihr dazu meint. Und was Zertifizierung angeht, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil wenn wir uns die ganzen Zertifikate ansehen, wir sind uns, glaube ich, einig, dass viele von uns die hauptsächlich gemacht haben, um bessere Jobchancen zu haben. Und anschließend, naja, das Wissen, das kann man sich auch anderweitig aneignen. Und wenn wir genau bei diesem Denken bleiben, dann kann es sein, dass wir nicht schnell genug sind, weil es wird keine oder es gibt, soweit ich das beurteilen kann, keine anerkannten, weit verbreiteten Zertifikate, die sich beispielsweise mit Prompting auskennen oder mit Comfy UI oder ne, solche Sachen. Da gibt es nichts, was schnell genug sich anpassen kann und dann auch immer diese Wertigkeit bekommt, die man im Markt quasi braucht. Und da brauchen wir einfach was sehr, sehr viel schneller ist. Und klar, man kann niemanden herhaben, der schon 3 Jahre Erfahrung hat mit einer Technologie, die es erst 2 Jahre gibt. Das ist völlig unmöglich. Und ja, da werden wir einfach andere Maßstäbe brauchen. Vielleicht sowas wie, der hat meinen Auftrag einfach gemacht. Und mir ist egal, was er davor für Kenntnisse hatte. Das wäre mir persönlich das
Liebste und wir versuchen da so ein bisschen auch das mit der Bootstrap Academy zu machen. Ich meine, ich bezahle euch ja auch, egal was ihr für einen Hintergrund habt, egal wie viele Stunden ihr programmiert habt oder wie viele oder welchen Abschluss ihr habt oder sowas. Das ist ja mir egal. Wenn ihr ein Feature löst, dann werdet ihr bezahlt von mir. Und ich hoffe, dass dieses Modell sich vielleicht auch noch weiter verbreitet. Das wäre zumindest so meine kleine Hoffnung dabei. Ja, apropos Academy, ich glaube, da muss ich auch nochmal drüber, weil viele Skills, klar, die braucht man heutzutage noch und es ist wichtig, aber es fehlen auch noch sehr, sehr viele, die einfach neu dazugekommen sind. Da müssen wir nochmal ordentlich. Brauche ich Input von euch tatsächlich auch, was wir in die Richtung machen. Genau, und ja, jetzt haben wir natürlich noch einen letzten Punkt, den ich euch auch vielleicht noch mitgeben möchte. Und zwar, wir haben grundsätzlich ein zweischneidiges Schwert, gerade bei KI-Tools, im Sinne von, nehmen wir was offen ist oder was Open Source ist. Und übrigens, entschuldigt bitte die Lags, ich versuche die zu fixen, aber ich vermute, dass es leider an meiner Grafikkarte liegt. Ich glaube, die hat einen kleinen Schuss, aber ich habe die ein bisschen überhitzt. Deswegen sind die auch mehr geworden hier. Ich bin jetzt gerade wieder relativ flüssig, aber nicht wundern, das liegt wahrscheinlich an der Grafikkarte. Genau, aber die KI-Tools gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal haben wir die offenen, die wir einfach bei uns lokal ausführen können, die auch übrigens immer stärker werden, die aber auch sehr viel Leistung brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die ja von großen Unternehmen wie OpenAI gebaut werden und die uns verfügbar sind. Die sind meistens einen kleinen Ticken besser, weil die einfach mehr Server zur Verfügung haben für dieselbe Sache und sind aber auch stärker reguliert. Ich will an der Stelle vielleicht ganz kurz ins Gedächtnis rufen, ihr gehört zu den wenigen Prozent der gesamten Menschheit, die sich mit diesen Tools auseinandersetzt. Sonst wärt ihr nicht hier. Ihr gehört zu den wenigen Prozent, die damit umgehen kann. Und dementsprechend vielleicht auch zu den wenigen Prozent, die KI-generierten Content erkennen können. Deswegen, ich kann durchaus verstehen, warum man solche Tools zumindest limitiert und nicht einfach für alle zugänglich macht. Das kann man natürlich trotzdem kritisch sehen, weil wir dadurch limitiert werden, weil wir dadurch nicht einfach alles bei uns ausführen können und datenschutzkonform und alles drum und dran hier bei uns einfach alles automatisch programmieren lassen können. Vielleicht kommt das. Wir wissen es nicht. Es ist aber durchaus Missbrauchspotenzial dabei. Ich bedenke oder ich möchte, dass einfach beide Seiten bedacht werden bei dieser ganzen Diskussion. Ich kann verstehen, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir wollen nicht schädliche Informationen rausgeben, wir wollen keine Nudes generieren lassen von Menschen, die man vielleicht kennt, weil Missbrauchspotenzial ist. Erkennen nicht alle Menschen, dass das potenziell ein Deepfake ist und damit kann ich viel zu viel Mist betreiben. Auf der anderen Seite kann ich aber auch die verstehen, die sagen, hey, sowas sollte eigentlich öffentlich sein, ich kann es mit Photoshop genauso machen, wenn ich die Skills dazu habe. Und ja, das ist eine schwere Debatte. Trotzdem müssen wir abwägen, welche Tools wir bei uns einsetzen wollen und vor allem, ob wir sowas vielleicht auch tatsächlich für die Wirtschaft in Deutschland, der EU langsam mal brauchen, auf einem kompetitiv starken Niveau und nicht alles nur in den USA oder China laufen lassen wollen. Und zwar wirklich so ein Allrounder. Nun gut, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also die kommenden Jahre, 1 und dann vielleicht 2 und 3 noch hinterher, werden nicht einfach. Und wir müssen vermutlich einiges wegstecken an Hass. Ich kriege jetzt schon regelmäßig was ab, weil es behauptet wird, dass ich irgendwie das vorantreibe oder sowas. Ich versuche das Ganze möglichst realistisch zu betrachten. Wir müssen aber trotzdem mit diesen Tools arbeiten, weil die Tools einfach realistisch betrachtet, alles andere wäre hochmütig. Sie sind teilweise besser als das, was wir können. Und auch jetzt gerade im Hinblick auf Bild-KIs, ne? Ich höre immer wieder, ja, aber die sehen ja nicht echt aus. Das liegt daran, wie man sie baut. Ich kann euch echte Bilder bauen, die sehen super realistisch aus. Ich kann euch aber genauso gut einen Cartoon bauen. Und ja, ich weiß, dass Midjourney und Stable Diffusion und
vor allem DALL-E immer denselben Look produzieren und der nervt mich auch, wenn ich den bei irgendwelchen Standard-Websites sehe. Aber wenn man das Ganze selber macht, mit Flux zum Beispiel, mit LoRa's und mit allem drum und dran, dann kriegt man da ganz, ganz verschiedene Looks auf eine unglaubliche Qualität hin. Ähm, ich, ja, möchte das einmal mit euch, glaube ich, nächstes Jahr auch ein bisschen mehr im Sinne von praktisch machen. Und vielleicht fange ich auch tatsächlich wieder an, mehr von diesen Formaten hier zu machen. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Aber ich bin schon wieder abgeschwiffen, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall, nächstes Jahr wird das Jahr der AI-Agents. Das vermute ich stark. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas dran fehlt. Wir sind mittlerweile an einem Punkt dran, wo man das super gut machen kann, wo man viel automatisieren kann und dann werden wir erstmal überflutet mit richtig, richtig viel Content von so vielen Leuten, die meinen, sie können alles besser. Das wird, ja, das wird kommen und das wird unschön werden, vermutlich. Und viele Firmen werden sich dann denken, naja gut, dann spare ich mir meine Informatiker ein. Ich hoffe, dass dieses Video ein bisschen zur Aufklärung dient und euch so einen kleinen Wegweiser geben kann. Was ihr machen müsst oder was ihr vor allem können müsst, ist euch ganz schnell anpassen. An viele verschiedene Gegebenheiten, an neue Tools, an alles Mögliche und ja, im hoffentlich besten Fall dann zu was Gutem die Sachen verwenden könnt. Oh, oh Mann, das wird was. Ja, trotzdem, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass uns solche Tools nicht ersetzen, beziehungsweise als letztes ersetzen. Wenn wir wirklich in diese ganz, ganz weite in der Zukunft liegende AGI mit ASI und hast du nicht gesehen und Post-Scarcity World, vielleicht dann braucht man auch keine IT mehr, beziehungsweise Leute, die Dinge in der IT umsetzen. Das ist wirklich eins der letzten Themen, die automatisiert werden, weil ja, ich weiß, viele zitieren da immer ganz gerne das Handwerk, aber mein Gott, wer macht humanoide Roboter? Das werden wahrscheinlich ITler sein. Dementsprechend, ja, gehabet euch wohl. Und ich werde mir jetzt was überlegen, was ich in meinen Videos immer machen kann, um zu zeigen, dass das Ganze authentisch ist. Ich glaube, das mit dem Bart hier ist eine ganz gute Sache. Na? Hier, die Finger zu bewegen, das ist gar nicht so einfach für eine KI. Ich glaube nicht, dass die das kann. Und das ist zu random, das macht keine KI. So, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.